Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und wie ihr seht, bin ich schon wieder in der Natur unterwegs. Heute wird mal wieder gewandert. Wie ihr schön seht, an dem schönen blauen Himmel ist ein super Wetter. Wobei, wo ich heute losgefahren bin, hatten wir noch -2 Grad. Mittlerweile sind es 2 Grad und den ganzen Tag soll es sonnig bleiben. Ich bin hier in der Nähe von Bad Segeberg unterwegs, im sogenannten Bad Segeberger Forst in Wahlstedt. Die Strecke habe ich natürlich wieder bei Komoot rausgesucht. Es wären diesmal 17,3 Kilometer. Mal sehen, also es fängt schon mal gut an, schön waldläufig. Ich hoffe, es bleibt so. Und wie ich schon gesehen habe, soll es auch hier einiges Interessantes zu sehen sein. Also bleibt dran, wenn es euch interessiert. Und wer neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das kleine Glöckchen daneben. Ich habe ja erzählt, ich bin heute hier im Bad Segeberger Forst unterwegs. Das Bad Streichen, es ist nämlich nur der Segeberger Forst. Und früher war es die Segeberger Heide. Das Waldgebiet hier ist ungefähr 4000 Hektar groß und ist somit das zweitgrößte zusammenhängende Waldgebiet in Schleswig-Holstein. Das größte Waldgebiet hier in Schleswig-Holstein ist der Sachsenwald übrigens. Hier habe ich sogar noch was Interessantes gefunden. Überreste von Bunkeranlagen. Da muss ich mich gleich mal schlau machen, was das hier auf sich hat. Die Überreste hier von den Bunkeranlagen gehören zu dem ehemaligen Marisearsenal Fahrenkrug. Es umfasst ungefähr 300 Hektar, also Produktionsstätten, Hallen, Bunker, Baracken für Häftlinge und Zwangsarbeiter. Hier wurde zum Beispiel die Munitionsproduktion der Marine zurückgezogen, weil man befürchtet hatte, die Bombardierung von Kiel, welche ja auch stattgefunden hat. Darum wurde hier die Produktion in den Segeberger Forst verlegt. Mal sehen, was wir hier noch so finden an Überresten aus der damaligen Zeit. Ich hatte mich schon gewundert hier, was das für eine Erdhügel hier sind. Und das sind alles Überreste von der ehemaligen Munitionsfabrik der Marine. Sie sind alle hier so im Wald verteilt. Also wenn man das so sieht, da im Hintergrund ist auch noch einer. Und in dieser Richtung ist schon der nächste. Wer mehr über das Marinearsenal Fahrenkrug erfahren möchte, ich werde euch unten in der Beschreibung einen Link zu einer sehr interessanten Seite schreiben. Und wer hier in der Nähe ist, es gibt in Wahlstedt dazu auch ein Dokumentationszentrum.
Die Anlage wurde 1945 von den englischen Truppen eingenommen, hier im Segeberger Forst. Und irgendwann in den 50er, 60er Jahren ging die Anlage ans Bundesvermögensamt und dort wurden auch einige Gebäude noch weiter genutzt. Also zumindest auch, wie ich schon gelesen habe, das Wasserwerk, was es hier noch gibt, das ist auch noch ein ehemaliger Bunker zur Wasserversorgung von der Anlage damals und heute von Wahlstedt. Aber ich gehe mal weiter, weil ich habe noch ungefähr 14 Kilometer und wenn ich jetzt bei jeder Anlage stehen bleibe und filme, bin ich erst im Dunkeln zu Hause. Ich hatte ja schon erzählt, dass der Segeberger Forst das zweitgrößte zusammenhängende Waldgebiet von Schleswig-Holstein ist. Das war aber nicht immer so, weil im 16. und 17. Jahrhundert wurde hier großflächig abgeholzt, wo denn der Name herkommt, Segeberger Heide. Aber zum Glück wurde es wieder den größten Teil hier aufgeforstet. Überreste der Segeberger Heide ist noch im Naturschutzgebiet Barker Heide zu sehen. Mal sehen, ob ich da auch noch vorbeikomme. Aber ich werde mir gleich mal den ersten Rastplatz aussuchen. Ich habe jetzt ungefähr 6 Kilometer hinter mir. Das ist ein Drittel der Strecke und da kann man, glaube ich, schon mal den ersten Tee trinken. Wild ist hier auch eine ganze Menge unterwegs. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn das Gebiet hier so groß ist. Das habe ich auch schon gerade an ein paar Spuren gesehen oder auch schon zum Anfang. Da war ganz viel Wildschwein unterwegs. Die hatten so den Boden aufgewühlt und gerade hatte mich eine Dammhirschricke erschreckt und ist über die Straße oder den Wanderweg hier gerade gelaufen. Die Bezeichnung Ricke beim Dammwild ist natürlich falsch, weil dort wird das weibliche Tier als Dammtier bezeichnet. Da die Fläche hier im Segeberger Forst sehr groß ist, hat sich übrigens auch ein Wolfspärchen hier angesiedelt. Aber was ich leider gerade lesen musste, wurde vor 4 Wochen einer der Wölfe angefahren durch ein Auto. Der Unfall ereignete sich auf der B205 in der Nähe von Wahlstedt in Richtung Ricklingen. Es wurde auch ein Wolfsspürhund eingesetzt. Der ist irgendwie vom Wolfsmonitoring oder Wolfsmanagement im Einsatz. Das Tier wurde leider nicht gefunden. Also ich hoffe mal, es hat den Unfall überlebt und es geht ihm gut. Aber der Wolfsspürhund konnte am Unfallort Wolfsgeruch wahrnehmen. Da habt ihr gerade den Beweis gesehen, dass es hier Wölfe gibt. Also das Wolfsmanagement hat hier auch Wildkameras aufgestellt. Einige Sichtungen sind hier schon gewesen, aber es häufen sich in den letzten Jahren, dass sich auch hier Wolfspärchen niedergelassen haben. Also letztes Jahr, glaube ich, kamen noch die Berichte, dass zumindest feststeht, dass es 2 Wolfspärchen gibt,
die sich fest angesiedelt haben hier in Schleswig-Holstein. Und eines davon ist hier im Bad Segeberger, besser gesagt im Segeberger Forst. So, jetzt mache ich mal ein kleines Päuschen. Habe leider keine Bank mehr hier gefunden, aber ich werde mal mir schön einen Tee gönnen. Und die Strecke scheint hier wohl auch ideal zu sein für Hundetraining, also so eine Art Schlittenhundetraining. Es gibt hier in der Nähe ein Wildpark oder Wildgehege, wo dann auch im Winter Schlittenhunde-Rennen durchgeführt werden. Hier kam gerade eine Dame vorbei, die an ihrem großen Roller 2 Hunde dran hatten und sie durch den Wald hier gezogen hat. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein Tee und dann geht das nachher weiter. Super herrliches Wetter übrigens. Das ist ja schon fast wie im Frühling hier. Ja, so macht doch Wandern Spaß. Ich glaube, wir müssten jetzt so bei 6, 7 Grad haben. Jetzt hatte ich mal wieder ein Streckenteil, was ein bisschen komisch ausgeschildert war. Ich weiß nicht, ob der Komoot dran schuld war oder derjenige, der das erstellt hatte, oder wie alt die Strecke ist, weil der Weg, wo es eigentlich reingehen sollte, der war verschwunden und es sah fast so aus, ob es schon etwas länger her ist. Eigentlich wäre ich jetzt wieder auf dem richtigen Weg, aber ich werde mal wieder auf den Hauptweg gehen, weil, wie man das hier auch so sieht, ist wohl hier schon etwas länger kein Weg mehr, zumindest nicht für Wanderer. Hier ist dann eher der Weg für die Forstfahrzeuge. Ich werde mich mal durchschlagen wieder auf den Hauptweg und werde die Route etwas anpassen. Vielleicht ist es dann dadurch auch noch etwas länger, aber naja, man ist halt trotzdem an der Natur und bei dem herrlichen Wetter sollte es ja auch kein Problem sein. Also ich werde mal den Weg finden, war zwar nicht bei den Pfadfindern, aber ich bin guter Hoffnung, dass ich doch etwas finde, wo der normale Weg weitergeht. Wie man sieht, habe ich den Weg wiedergefunden. Ich werde mal hier drauf bleiben, weil ich möchte mich nicht verletzen noch dabei. Und ich habe mal auf die Karte geschaut. Es sollte da vorne gleich nach links weggehen. Und dann komme ich wieder auf den regulären Weg. Also ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Komoot hatte sich wohl da ein bisschen vertan und wusste nicht ganz genau, wo ich hier bin. Also ich bin wieder auf der Strecke. So, jetzt wird es wohl, glaube ich, ein bisschen schlammig, weil hier waren die Forstfahrzeuge unterwegs. Aber schauen wir mal, ob wir modrige oder nasse Füße kriegen. Aber glaube nicht. Bis jetzt sieht es ja noch so halbwegs gut aus. Hier wie angesprochen das Naturschutzgebiet Barker Heide. Das war eigentlich auch alles mal Wald. Die Barker Heide wurde übrigens schon 1938 mit 41 Hektar unter Schutz gestellt. 2003 wurde das Schutzgebiet dennoch erweitert auf 682 Hektar. Kaum ist die Sonne draußen und schon arbeiten die roten Waldameisen. Den wird wohl wahrscheinlich auch da unten im Bau viel zu warm. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Der Mond ist schon aufgegangen.
Hier gibt es zwar eine schöne Bank, aber die Aussicht für die Rast ist nicht so schön. Also sie hätte eigentlich mal andersrum stehen müssen. Und übrigens im Hintergrund fährt der Bauer und bringt die Gülle aufs Feld. Also ich gehe noch ein bisschen weiter. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit für die nächste Pause. Also ich suche mir einen anderen Rastplatz. Das Schild ist ganz wichtig, vor allem auch für Hundebesitzer, die ihre Hunde frei rumlaufen lassen. Eigentlich sollte man die Hunde angeleint haben im Wald und in Naturschutzgebieten sowieso. So, und da habe ich wieder ein Bänkchen gefunden und mit einem bedeutenden, schöneren Blick drauf. Und hier ist es auch nicht so geruchstechnisch. Also ich mache hier nochmal eine kleine Pause, bevor ich das letzte Drittel angehe. Und dann habe ich nur noch ungefähr 6 Kilometer, bis ich wieder beim Auto bin. Ich laufe hier gerade vorbei an einen Stiftungswald. Dieser Wald wurde angelegt von der Stiftung Naturschutz und er wird auch naturbelassen. Also es ist eine Rückzugszone für wildlebende Tiere. Dabei ist zu beachten, auf den Wegen bleiben, Hunde sollten angeleint bleiben und auch darauf achten, auf herabfallende Äste. Und bei Sturm sollte man ihn nicht betreten. Okay, das sollte man vielleicht bei den anderen Wäldern auch nicht machen, weil auch dort kann mal was von oben runterfallen. Übrigens, der Wanderweg, den ich hier heute gelaufen bin, ist sehr schön. Also größtenteils geht das hier durch den Wald oder das kurze Stück durch die Heide. Die Wege sind meistenteils, also sehr selten wie jetzt, dass er sehr schön mit Moos bewachsen ist und sehr weich. Aber das andere sind halt befestigte Waldwege oder Wirtschaftswege, wo man drüber läuft, und ganz, ganz selten kommen mal Betonplatten oder Asphalt. Asphalt kommt meistenteils eigentlich nur, wenn man zweimal auf der Strecke hier die Straße überqueren muss. Ansonsten ist es schön ruhig, kaum Leute hier gesehen. Einmal einer von der Forstwirtschaft und das andere die Dame mit den beiden Hunden. Ich weiß nicht, wie das aussieht hier am Wochenende, weil es ist gerade Dienstag und da sind ja die meisten Leute sowieso am Arbeiten. Da wird es wahrscheinlich hier ein bisschen voller sein. Es gibt einige Wege hier durch den Segeberger Forst und ich glaube, ich war nicht das letzte Mal hier. Hier mal was zu dem Thema, was Wildschweine so anstellen können. Also hier ist fast der ganze Weg umgepflügt auf der Suche nach Futter.
So, das soll es denn für heute auch gewesen sein. Die Strecke war jetzt ungefähr 20 Kilometer lang, also ein bisschen länger wie eigentlich geplant. Es sollten ja eigentlich nur ein bisschen über 17 Kilometer sein, aber da ich ein bisschen auf Abwägen war im Wald, auch wegen den Bunkeranlagen, ist die Strecke halt ein bisschen länger. Ich habe jetzt nur noch ein paar hundert Meter bis zu meinem Auto, also es geht gleich wieder nach Hause. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen und gebt mir einen Daumen hoch dafür und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Wer natürlich neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann drückt auch das kleine Glöckchen daneben, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video da ist. Meine Videos mit Wildkameras tue ich immer hochladen, meistens halt sonntags um 17 Uhr und so eine Wandertouren oder Technikvideos kommen immer mittwochs um 18 Uhr. So, dann werde ich mal den restlichen Weg bis zum Auto gehen und sage euch wie immer, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!